Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Ich bin hier gerade auf Rura Pente unterwegs und suche nach dem entflohenen Drake. Den sollten wir nach Kronos bringen. Der hat sich aber nicht bringen lassen. Mädel, du hast zu viel nackte Haut und das hier auf diesem Eisplaneten. Wie hältst du das nur aus? Oriona scheint dann hart im Nehmen zu sein. Tiere. So, und jetzt soll ich mir K'mtar stellen. Wer zum Geier ist K'mtar? Und vor allem, wo ist der? Ich latsche dauernd die ganze Karte ab, rauf und runter. Und ich habe zum Ende der letzten Folge auch versucht herauszufinden. Warte mal, vielleicht sollte ich die Quest mal lesen, dass ich dann mehr Informationen bekomme. Nee. Nichts, was ich nicht schon wüsste. Unangenehm. Ist das vielleicht? K'mtar klingt aber nicht nach Ferengi. Depper da. Muss ich die jetzt alle angucken? Nirgendwo ist ein Questmarker am Kopf. Was ist denn da los? Der war ansprechbar vorhin. Sonjask. Mit dem habe ich reden können. Klimor. Von denen war einer ansprechbar. Der hier Tanas. Ich finde das ein bisschen unlustig, was ich jetzt hier gerade machen muss. Ich suche mir hier einen Wolf. Asaram und dabei wäre es so einfach. Einfach irgendwie einen Kringel hier platzieren und ich wüsste Bescheid. Ich kann hier nicht durch, ich kann hier nicht durch. Gefängniswärter. Klimor. Ich kann ja auch nicht suchen. Wenn ich jetzt hier eine Suchfunktion hätte, könnte ich den Namen eintippen. Da kann ich nicht durch. Das ist ein Kreuz. Ich mache mal die Pause-Taste und rühre mich, wenn ich irgendwas Relevantes gefunden habe. Nicht, dass ich jetzt 30 Minuten mit Suchen verbringe. Bis gleich. Okay, da ist irgendwie während meiner Suche ein Ausrufezeichen aufgetaucht. Mal schauen, ob mir das jetzt weiterhilft oder mich das nur veralbern will. Weil da war ich nämlich auch schon 25 Mal. Bin jetzt dauernd im Kreis gerannt. Was ist mit dir? Warum folgen Sie mir? None of these prisoners will help you. They can sense danger far better than you can. And they know the risks of getting involved in a fight that's not theirs. Keiner dieser Gefangenen wird Ihnen helfen. Sie können Gefahren weitaus besser wittern als Sie und Sie kennen die Risiken, die sich in einen fremden Kampf einzumischen. Woher wissen Sie das? Because I'm not a Batach like the Warden and his cousin Rodek. Have you asked yourself, why would a human come to Rura Pente? Weil ich kein Batach bin, wie der Aufseher und sein Cousin Rodek. Haben Sie sich mal selbst gefragt, wieso ein Mensch freiwillig nach Rura Pente kommen sollte? Ja, er hält ja irgendwas oder irgendjemanden her. Wahrscheinlich will er wen rausholen. Oder er braucht hier Informationen. The human is here to extract a prisoner. There are no other alternatives. If he was coming to kill someone, then he's a Koch. All he needed to do was wait. Everyone sent to this hole dies. Most are dead within a year. Es gibt also tatsächlich ein Hirn in ihrem Schädel. Der Mensch ist hier, um einen Gefangenen zu befreien. Es gibt keine andere Erklärung. Wenn er hier wäre, um jemanden zu töten, dann wäre er ein Koch. Er hätte nur zu warten brauchen. Hier kommt keiner lebend raus. Kaum einer hält länger durch als ein Jahr. Für einen Gefangenen scheinen sie ziemlich gut informiert zu sein. Er sieht nicht aus wie ein Gefangener irgendwie. Are you questioning my honor? If you think you're safe because you hold a weapon, you're mistaken.
The only thing standing between you and a cold grave is my patience. So. Stellen Sie meine Ehre in Frage. Wenn Sie denken, Sie wären sicher, weil Sie eine Waffe tragen, dann irren Sie sich. Das Einzige, was zwischen Ihnen und einem eisig kalten Grab steht, ist meine Gefühle. Jetzt beleidige ich ihn schon wieder. Ziemlich frech für einen Gefangenen. Someday I'll teach you a lesson for testing my resolve. The human is here, but it is a complicated situation. You must do exactly as I say. We are surrounded by enemies, and you will need my help to survive. Eines Tages werde ich Ihnen eine Lektion dafür erteilen, dass Sie meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt haben. Doch heute biete ich Ihnen ein Geschäft an. Der Mensch ist hier, aber die Lage ist schwierig. Sie müssen genau das tun, was ich Ihnen sage. Wir sind von Feinden umgeben und Sie brauchen meine Hilfe, um zu überleben. Warum sollte ich einem Straftäter trauen? The only crime I've committed was thinking there could be peace between the great houses. And all you need to know is that I'm a Klingon warrior with the information you need. Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, war zu denken, dass Frieden unter den großen Häusern herrschen könnte. Sie brauchen nur zu wissen, dass ich ein klingonischer Krieger bin, der die von ihm benötigten Informationen besitzt. Zeigen Sie mir, wo er ist. Der Wurm befindet sich beim Eingang zur Mine. Ja, wer hätte das gedacht? Gerade da, wo das Kraftfeld ist, ne? Ist er das? Holo-Emitter und so? Drake konfrontieren. There you are. I was wondering if I'd lost you. Ah, da sind sie ja. Ich hatte mir schon gefragt, ob ich sie verloren hätte, Leutnant Commander. Sie sind ein Narr, hierher zu kommen. Don't try to play coy with us. You have the subterfuge skills of a wounded Targ. Did you think no one here would notice a new prisoner? Or that no one would notice when you tampered with the air exchangers? Versuchen Sie nicht, uns hinzuhalten. Ihre Täuschung ist kaum besser als die eines verwundeten Targ. Haben Sie wirklich geglaubt? Niemand hier würde einen neuen Gefangenen bemerken. Oder aber, dass Sie sich an den Lüftungen zu schaffen gemacht haben. Was suchen Sie, Drake? I see you found a new friend. Look, if I had the time to explain, I would. But I'm on a tight schedule, and you took your time getting here. If you want to know what's really going on, you'll have to ask your new friend. I need to be going. Wie ich sehe, haben Sie einen neuen Freund gefunden, Leutnant Commander Serana. Hören Sie, wenn ich Zeit für Erklärungen hätte, würde ich welche liefern. Mein Zeitplan ist eng gesteckt. Und es hat Sie wertvolle Zeit gekostet, hierher zu kommen. Wenn Sie wissen möchten, was hier wirklich vor sich geht, dann müssen Sie unseren neuen Freund fragen. Was? Ausbruchsversuch oder was? Enemy targets on sensors. Jo, einer weniger, noch einer weniger. Da bin ich froh, dass ich die Waffen habe und die nicht. Und dass ich, auch wenn du ein Level 12 Char schon Übung habe. Hier wird nicht lange gefackelt, hier wird geschossen. Der hat mir eigentlich nichts getan. Der wollte vielleicht einfach nur raus. Gut. Bringt das Erfahrungspunkte? Ich glaube nicht. Das kann ich mir sparen. Das Gemetzel. Also wenn die mir nichts tun, tue ich ihnen auch nichts. So. Und? An euch komme ich nicht ungerupft vorbei, das ist mir schon klar. Und du bist für mein Verbündeter, oder? Was bist du? Ein Gefängniswärter, okay, alles klar. Okay. Enemy targets on sensor. Wo hatten der jetzt die Waffe her? Gefängniswärter abgemurkst, hä? Personal shields losing power. Da bin ich froh um meine violette Botenausrüstung. Da hat sich die Arbeit gelohnt. Sehr Gefangener.
Wenn es nicht sein muss, aber ich muss an dem vorbei. Ja gut, dann. Enemy targets on sensors. Ja, so zäh war er auch nicht. Ja. Bin halt für Level 12 sehr gut bewaffnet, ne? Das macht sich gerade bezahlt. Und ich nehme mal an, die Quest hier ist für Level 12 gedacht. Aber droppen tun die nichts, naja, die haben ja auch nichts irgendwie logisch, das ist ein Gefangener. Mittlerweile kann ich doch bestimmt auf Auto stellen, oder? Heißt das ja oder nein? Lerne ich vielleicht erst noch mit Level 15 oder 20 oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das bei Amakuni war. Jo, da ist unser Ziel auch schon zu sehen. Der Gefangene. Gut. Dann mal die Granate werfen und... Ich könnte mal gucken, ob es noch Erfahrungspunkte zu vergeben gibt, bevor ich hier weitermache. Momentan bin ich doch sehr viel im Bodenkampf unterwegs und ich hätte nichts dagegen, wenn meine Schildgeneratoren besser funktionieren würden. Allerdings habe ich gerade nichts... Nee, kann gerade nichts einsetzen. Gut. Gut, dann habe ich aber auch nichts versäumt, ne? Wahrscheinlich werde ich mir eine orionische Crew zusammenstellen, irgendwie so nach und nach. Vielleicht noch ein paar Klingoninnen dabei oder so. Nausikaner oder so, denen traue ich nicht, die kommen mir nicht an Bord. Und männliche Klingonen, die wollen auch immer nur prügeln. Nee. Da habe ich es lieber mit den Orioner. Die sind da doch ein bisschen feinsinniger. Ui, Trioniumgas, yay. Vielleicht noch ein paar Romulaner, falls das geht. Da bin ich schon dran vorbei. Naja, komm. Was wird es schon sein? Irgendwas Weißes. Okay, der ist freundlich. Beeilung, wir müssen ihn aufhalten. Sprechen Sie mit K'mtar? The worm has slithered to the surface. We need to stop him before he can reach the edge of the magnetic shield. I promise that I'll explain everything once we track him down. Der Wurm ist an die Oberfläche gekrochen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Rand des Magnetschilds erreicht. Ich verspreche, dass ich alles erklären werde, sobald wir ihn gefasst haben. Auf die Oberfläche gelangen. Oh. Da muss ich bestimmt durch die Eiswüste warten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Pause-Taste. Gut, die war ziemlich abrupt rum, obwohl Server not responding war. Reden wir nochmal mit ihm. The human is trying to cross the ice. We need to hurry before he gets outside the magnetic shield. Der Mensch versucht, das Eis zu überqueren. Wir müssen uns beeilen, bevor er das Magnetfeld verlässt. Er hat einen Shuttle. In that case, we don't have any time to waste. It will be difficult to track his movements in this flurry. Dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Es wird schwierig, ihn in diesem Durcheinander zu verfolgen. Wir können den Schakal benutzen, um ihn aufzuspüren. Schakal hinter Drake herschicken. Hehe, folgt dem Geruch des Gefangenen. Oh, zwei ganz blasse Sonnen da hinten. Kaum zu glauben, dass dieser Planet hier Sonne hat. Oder Mond. Rura Pente war, glaube ich, ein Mond. Ein eisiger. Wie kalt wird es hier sein? Minus 50 Grad bestimmt. Dass es hier überhaupt eine Atmosphäre gibt, ist eigentlich schon wieder nicht glaubwürdig, oder? Auf so einem total vereisten Planet ohne jede Vegetation, wo soll da freier Sauerstoff herkommen? Ungeduldiges Gejammer, was ist denn los?
Und tschüss. K'mtar, ihr wolltet gerade erklären, warum ihr auf Rura Pente eingekerkert wurde? Ich bin ein Diplomat. Meine Worte des Friedens wurden Verrat genannt. Oh ja, das ist typisch. Wie kann es Frieden geben? Wir befinden uns im Krieg. Offensichtlich haben Sie alle die Arbeiten von Kanzler Gorkon gelesen. Ich werde mal den Chat einblenden, dann könnt ihr das zur Not da unten mitverfolgen. Falls ich mal wieder nicht schnell genug nachkomme. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Wie können wir hoffen, einen Krieg zu gewinnen, solange wir uns untereinander bekämpfen? Die Ehre muss erhalten bleiben. Ja, ja. Das sind die Worte eines Kriegers. Dennoch sind wir durch gegenseitiges Töten für die Ehre geblendet und nehmen größere Gefahren nicht wahr. Das... warte mal, da ist irgendwas. Drake konfrontieren. Impressive. Your determination is commendable. Und warum bist du noch hier und nicht verkrümelt? Drake, Sie können nicht entkommen. Beeindruckend, Ihr Engagement ist bemerkenswert. There's more at stake here than dealing with a lone human on a mission of mercy. In fact, our intelligence says you have very little time left to act. Leutnant Commander Serana, es geht hier um mehr, als mit einem einzelnen Menschen auf einer Gnadenmission umzugehen. Tatsächlich verbleibt Ihnen laut unseres Geheimdienstes sehr wenig Zeit zum Handeln. Wovon reden Sie? Our friend here discovered that one of the great houses is plotting against the Empire. He's correct, but his curiosity cost him. Now you and Alexander, I'm sorry, K'mtar, will both have a chance for glory. Alexander, der Sohn des Worf etwa? Unser Freund hier hat herausgefunden, dass eines der großen Häuser sich gegen das Reich verschwören will. Er hat recht, aber er hat für seine Neugier bezahlt. Nun haben Sie und Alexander, tut mir leid, K'mtar, eine Chance, großen Ruhm zu erwerben. K'mtar, your father still has friends in the Federation. They believe he's in great danger. I recommend a trip to the Vor system. There you'll find out just how big of a mess you're in, and find the proof that Worf will want. K'mtar, Ihr Vater hier hat noch immer Freunde in der Föderation, die glauben, dass er sich in großer Gefahr befindet. Ich empfehle eine Reise in das Vor-System. Dort werden Sie sich des ganzen Ausmaßes erst richtig bewusst. Und Sie werden den Beweis finden, den Worf haben will. K'mtar, woher kennen Sie diesen Menschen? I don't. He and I have never met, but as I told you, the story is complicated. What you need to know is that he speaks the truth. There is a plot against the Empire, and it is not the Federation's doing. Our true enemies are closer than we realize. If we want to protect our people, we must go to the Vor system and see what is there. Nein, wir sind uns nie begegnet, aber wie gesagt, die Geschichte ist kompliziert. Was Sie wissen müssen, ist, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt eine Verschwörung gegen das Reich und es ist nicht das Werk der Föderation. Unsere wahren Feinde sind uns näher, als wir glauben. Wenn wir unser Volk schützen wollen, müssen wir uns zum War-System begeben, um zu sehen, was sich dort abspielt. Warum sollte ich auch nur einem von Ihnen trauen? I don't care if you trust me. K'mtar, tell your father that obligations have been met. Only you can decide how you'll deal with the greater threat. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben. K'mtar, sagen Sie Ihrem Vater, dass die Verpflichtungen erfüllt wurden. Einzig Sie können entscheiden, wie Sie mit der größeren Bedrohung umgehen werden. Was ist diese größere Bedrohung? The only threat you should be worried about is me. Wache Rotek? Die einzige Bedrohung, um die Sie sich Sorgen machen sollten, bin ich. Rotek, sind Sie uns gefolgt? Rotek? Ah, da ist er ja. You miserable K'tar! Sie sind ein erbärmlicher Tag. Was? Korrupt steht doch da. Sie haben nicht nur die Regeln der Strafkolonie gebrochen, sondern sich auch noch in die Angelegenheit des Hauses der Torg eingemischt.
Mich interessiert nicht, ob K'mtar unschuldig ist. Wir haben viel Latinum erhalten, um dieses Stück Patak hinter Schloss und Riegel zu halten. Ich werde schön hier bleiben und Sie auch. Aha, es ist ein verdorbener Forschatt. Dann, bum 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 bum. Da haben wir einen Trottel im Wandschrank. Dum, dum, dum. Personal shield losing power. Und der ist jetzt mit dem Shuttle abgehauen. Na toll. If that Batok Rodak could catch up to us, then the Warden and his men will soon find us as well. You must have a ship in orbit. We should beam up as soon as possible and discuss what has happened. Wenn dieses Stück Platak-Rodik uns einholt, dann wird der Aufseher und seine Leute uns auch bald finden. Sie müssen ein Schiff im Orbit haben. Wir müssen so schnell wie möglich hochbeamen und die Geschehnisse besprechen. Und Hundi kommt mit, oder was? Ja, kann den ja nicht hier lassen. Mokwa, hören Sie mich. Das ist Sukrem von der IKS Mokwa. Wir hören Sie, Sir. Wir lauten Ihre Befehle. Wir sind bereit zum Transport. Beamen Sie uns hoch. Sir, wir können Ihre Position nicht erfassen. Sie müssen sich noch in Reichweite des magnetischen Feldes befinden. Was ist nicht, was ich hören wollte. Das ist nicht, was ich hören wollte. Soll das wohl heißen? Sir, wir werden das Schiff an die Oberfläche bringen, um Sie abzuholen. Ausgezeichneter Einfall. Beeilen Sie sich, wir brauchen vielleicht noch mehr Krieger. If we head for higher ground, it will be easier for your ship to locate us. Wenn wir uns auf höheres Terrain begeben, wird es für Ihr Schiff einfacher, uns zu orten. Einverstanden. Es gibt eine Klippe im Südosten. Wir müssen uns beeilen, bevor der Aufseher und seine Männer uns einhauen. Wegpunkte, Wegpunkte, ja. Also da lang. Und joggen mal hält warm, oder? Was? Drake schickt uns ins Warsystem. Was gibt es dort bloß zu finden? Was immer da draußen ist eine Bedrohung für das Klingonische Reich. Wir müssen Beweise finden, um sie dem Rat vorzulegen. Wir sind getarnt und nähern uns ihrer Position. Kann ich darauf? Irgendwie nicht, ne? Da drüben geht's vielleicht. Da müsste ich eigentlich... Ja, genau. So. Okay. Ja, für Klingonen ist es natürlich ein bisschen leichter, also von Rura Pente zu entkommen. Captain Kirk hatte damals ganz andere Probleme. Hier kann ich wenigstens mit einem Raumschiff her und im Orbit parken. Sehen Sie sich vor, der Aufseher und die Wachen sind im Anmarsch. Bis jetzt sind sie friedlich, die wollen reden. You dishonorable dog! Sie verlogener Hund! Hängen dir da die Eiszapfen am Bart oder täuscht das? Wenn der Hohe Rat mitbekommt, was Jumbox-Repräsentanten hier heute angerichtet haben, werden sie ihre sofortige Hinrichtung fordern. Wie viel hat man ihnen gezahlt, einen Unschuldigen festzuhalten? Enough to keep us warm, long after you're dead. Ausreichend, um uns lange nach ihrem Tod warm zu halten. Wir werden bezahlt, egal ob K'mtar lebt oder tot ist. Also, bevor wir sie töten, biete ich Ihnen die feige Variante an, sich zu ergeben. Ich glaube, Sie vergessen hier etwas. Mein Raumschiff. What am I forgetting, Tosa? Was vergesse ich, Tosa? Mein Raumschiff! Zu rennen, jetzt! Das ist schön inszeniert, das gefällt mir. Ich glaube, mit meinen Torpedos wollen sie keine Bekanntschaft machen. Oh. Ist das... Der lacht sich kaputt. Jetzt lernen diese hunderten Captain der IKS Mokwa zu bedrohen. Wir bringen sie auf ihr Zeichen an Bord. Gute Arbeit, Schickerinnen. Holen Sie uns ab. Moment, ich will erst mal diesen Anblick genießen. Das ist doch toll, oder?
Wie groß ist dieses Ding eigentlich? Es ist schwer abzuschätzen. Aber es ist relativ klein. Es gibt weitaus größere. Wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Kommst du gar nicht näher. Aber wo der Planet eine atembare Atmosphäre haben soll, ist mein Rätsel. Null Vegetation. Jo, sieht man nicht oft von der Perspektive? Welchen Sektor soll ich betreten? Ja, holen Sie uns ab. Ja, schöne Story eigentlich, der Klingonen-Plot. So. Das ist nicht das Schiff, das gerade über uns geschwebt ist. The prison riot was disturbing. I have transferred many prisoners to Rura Pente, and this is the first I've heard of corruption. As you know, the Empire does not tolerate fraud or dishonesty. I accept your resolution to the matter, but I am displeased that you did not apprehend Drake. The fact you freed K'mtar also requires scrutiny. If K'mtar were not Ambassador Worf's son, I would demand that you return him to First City at once. However, if you believe there's evidence of further corruption, you have my authorization to pursue this matter discreetly. Ihr Bericht über den Aufseher Kratak und den Gefängnisaufstand ist beunruhigend. Ich habe viele Gefangene nach Rura Pente transferieren lassen und das ist das erste Mal, dass ich von Korruption höre. Wie Sie wissen, toleriert das Reich weder Betrug noch Unehrlichkeit. Ich bin mit Ihren Maßnahmen zwar einverstanden, jedoch darüber verärgert, dass Sie Drake nicht gefangen nehmen konnten. Dass Sie K'mtar befreit haben, muss ebenfalls überprüft werden. Wäre K'mtar nicht Botschafter Worfs Sohn, würde ich verlangen, dass Sie ihn sofort nach erste Stadt zurückbringen. Da Sie jedoch überzeugt sind, dass es weitere Korruptionsbeweise gibt, haben Sie meine Erlaubnis, dieser Angelegenheit riskiert nachzugehen. Aber jetzt nochmal zu dem Schiff. Das war nicht das Schiff, das wir gerade auf dem Planeten gesehen haben. Schade. Das hat da vorne eine völlig andere Torpedoabschussvorrichtung gehabt. Und ja, das hier ist ja auch schon... ja, wie soll ich sagen, was ist das gleich wieder? Ich habe das noch nicht so... Ein Raptor ist es. Es ist schon ein Raptor, ne? So. Wir nehmen mal das Gedöns entgegen. Was ist denn das? Jackal Mastiff. Ist das der Hund oder was? Beamt einen Level 1 kämpfender Begleiter herunter. Naja, nett, nehmen wir gerne. Und ja, anderes Zeug. During my time as ambassador, I uncovered evidence that one of the great houses has been corrupted by a foreign influence and is plotting against the Empire. I was thrown into Rura Pente as punishment for digging too close to the truth. The fugitive Drake suggested that we travel to the Vor system. We hope to find evidence that will prove there is an internal threat to the Empire. Ja, dem werden wir uns das nächste Mal widmen. Ich nehme jetzt keine neue Quest mehr an, es ist schon spät, 23:20 Uhr. Wir werden noch den Torpedo gemeinsam einbauen. Da werde ich, der ist ja Transphasen hin oder her. Ich werde den Transphasen-Torpedo natürlich behalten. Es könnte ja sein, dass sich dieser Torpedo, Torpedowerfer nicht bewährt. Auch wenn er einen höheren der hier hat nur 45 Grad. Nö, der hat auch 90 Grad Schusswinkel. Cool. Ich dachte, die haben alle nur 45. Ja, so kann man sich irren. Wahrscheinlich verwechsel ich das gerade mit den Dingern hier, mit den Disruptorkanonen. Gewöhnliches Gerät für einen Einsatz am Boden. Den sollte ich Serana mitgeben. Das erstmal daher. Das ist ein Gerät, ja? Okay, gut, soll mir recht sein. Ein Mastiff als Gerät, der kämpft zumindest mit. Bin immer neugierig. Das also ist Schiffchen Nummer 2. Macht schon einiges, macht schon ein bisschen was her, ne? Und ja, das ist auch das Schiff, das auf meinen momentanen
Titelbildschirmen zu sehen ist. Nur ist die Beleuchtung hier besser, aber in der Umgebung von der Flottenbasis hatte ich leider kein besseres Licht. Aber egal, hier schließe ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.